Willkommen zur heutigen Folge von Frequent Traveler TV. Die Folge ist natürlich wie immer frisch gepresst für euch, für dich. Themen, die wir frisch gepresst haben, sind der Lufthansa Group Chef, CEO, Boss, Big Potato, Carsten S. aus M., Name der Redaktion bekannt, nicht geändert, sieht noch Potenzial bei Übernahmen in Europa. Weiter geht es dann mit der Eurowings, die fliegt jetzt nach Tel Aviv wieder, nur so viel Gutes oder beziehungsweise Neues ist das nicht, aber sie haben eine neue Strecke aufgenommen. Wir haben ITA Airways. ITA Airways, der Name ist wohl nicht mehr lange der Name, zumindest für die Intercon-Flotte. Es kommt ein alter Name wieder. Und wir haben aus Hamburg nicht nur News im Aviation-Bereich, sondern auch aus der Hotellerie. Das Westin in der Elbphilharmonie, eigentlich ein geiles Hotel, ich mag es, wenn ich in Hamburg bin, ich muss gerade überlegen, wie ich das nenne, ohne dazu. Auf jeden Fall, die Lounge ist weg. Sagen wir es ganz knallhart, wie es ist. Und wir haben noch einen IHG Diamond Fast Track für alle, die den Diamond letztes Jahr hatten. Die können ihn relativ fix wieder bekommen. Schauen wir uns mal an. Ich werde euch sagen, was ich davon halte und ob ich da was tun würde. An dieser Stelle wie immer der Hinweis für euch, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren. Glocke. Wer in die Vielflieger-Community möchte, im Vielflieger-Stammtisch auf School, ist herzlich eingeladen. Wir haben genau 50 Leute drin, heißt also ab jetzt kostet es Geld. Damit unterstützt ihr den Kanal, unterstützt quasi meine Arbeit hier. Also wer das tun möchte, sollte dies tun. Und dort gibt es rege Diskussionen und natürlich auch Hinweise, was wir hier unter YouTube nicht bringen können. Also da gibt es viele interessante, spannende Sachen. Das erste Thema, das ist das Thema Lufthansa Group. CEO Carsten S. aus M. hat gesprochen. Und zwar sagt er, dass es dort immer noch Übernahme-Airlines gibt, Übernahmepotenzial gibt. Man hat ja in Europa im Prinzip 3 große Player. Das ist die IAG, das ist quasi dann British Airways und die Freunde aus Spanien, Iberia und andere. Weiter gibt es dann natürlich die Air France KLM, wie der Name sagt, Air France KLM und ein bisschen SAS nun dazu im Sky-Team. ITA ist an die Lufthansa Group gegangen und es wird immer komplizierter und wie ich aus gut der richtigen Kreise bei Lufthansa höre, ist es auch für Lufthansa relativ kompliziert, da selber zu unterscheiden. Wenn Carsten S. aus M. spricht, weiß man immer nicht ganz genau, ob er von der Lufthansa Group oder aber von wem er spricht. Und da ist ein ganz großer Unterschied, weil die Lufthansa Classic, also die Flugzeuge, die halt in Lufthansa-Farben fliegen, sind halt nicht Lufthansa Group. Und da ist Carsten S. aus M. nicht der CEO, das wäre Jenselmann Ritter. Also das heißt, Lufthansa Group ist der Dachverband und man möchte da weitere Airlines drunter sammeln. Und dann muss man halt gucken, wie der Baum strukturiert ist. Die Freunde der ITA gehen quasi unter die Lufthansa Group und dann kommt unter die ITA, tada, Air Dolomiti. Also muss man halt sich genau angucken, wie das ist. Und da hat vielleicht unser Freund, der Kollege Kühne, als Großinvestor bei der Lufthansa nicht ganz unrecht, dass man mit den ganzen AOCs und so weiter dort wuschig wird. Wenn man selbst bei Lufthansa wuschig wird, dann soll der Passagier das verstehen. Verstehen die meisten natürlich nicht. Die wir uns hier täglich damit beschäftigen, klar, wir sehen das, aber ist das für den Passagier etwas, wo er mit anfangen kann oder nicht? Und deshalb ist es so, dass wir natürlich auch ein Zitat haben. Und zwar sagte Carsten S. aus M. zum Dow Jones am Montag in einem Pressetermin am Flughafen Rom Fiumicino folgendes: Es wird weitergehen, es muss in Europa weitergehen, weil wir immer noch zu viele Fluggesellschaften in Europa haben, die nicht gesund und stark genug sind, um mit Fluggesellschaften außerhalb Europas zu kooperieren und beziehungsweise zu konkurrieren, nicht zu kooperieren, konkurrieren. Und ja, das stimmt. Und da gibt es natürlich nicht nur die altbekannten Freunde von der Air Europa oder aber auch von TAP, Take Another Plane, sondern Air Baltic hat ja auch die 10% von Hansens, so ungefähr, man weiß es ja jetzt nicht genau, 16% Anleihen, was das wird, zwischen 5 und 10% soll es wohl werden.
Und da ist es so, es gibt ja andere Fluggesellschaften, Finnair zum Beispiel, die kommen unter die Räder also gehe ich mal von aus. Dann die LOT, der Staat unterstützt das Thema relativ stark. Also da gibt es einige Fluggesellschaften, die gesund will ich jetzt nicht ehrlicherweise sagen, oder krank sind, sondern es sind halt Fluggesellschaften, die Einzelkämpfer sind, und es ist natürlich immer schwieriger als Einzelkämpfer als in einem Verbund. Und wir haben ja auch selbst gesehen mit der SAS, als sie noch im Verbund der Star Alliance war man ja unhappy, wie man bei der Star Alliance behandelt worden ist. Heißt also, dass man bei der Star Alliance schlecht behandelt worden ist. Und Anko van der Werf, der sagte ja auch, dass er bei der SkyTeam wesentlich besser aufgehoben ist, weil man zum Beispiel bei der Star Alliance das Joint Venture A++, was über den Atlantik ist, gar nicht beitreten konnte, durfte und so weiter. Also es ist so, dass man natürlich jetzt von Lufthansa-Seite aus guckt, dass man weiter daran interessiert ist, sich nach Südamerika auszudehnen. Deshalb ist der Fokus nach der ITA-Übernahme, die eigentlich auch noch eine Mammutaufgabe ist, und Spoiler, das war mir gestern eigentlich gar nicht so aufgefallen, aber danke nochmal für die Diskussion. Und zwar war das Thema folgende, dass man bei der Alitalia eine Zeit lang gar nicht mehr bei irgendeiner Allianz ist. Heißt also, sie sind bei der SkyTeam dann raus, und bevor sie bei der Star Alliance reinkommen mit der Miles & More unterm Dach, da ist eine Zeitspanne, wo die halt gar nichts haben. Und da ist die Lufthansa dann eingesprungen, hat gesagt, ihr könnt bei mir. Also das heißt im Prinzip, dass man da einen kleinen Umweg macht, aber die Allianzlosigkeit der ITA dann so versucht aufzufangen. Aber die Frage ist halt, wenn man nach Südamerika sich ausdehnen will, welchen der beiden nimmt man? Und vor allem auch die Frage, welchen der beiden kriegt man? Aber man wird nur einen nehmen, weil es macht ja, glaube ich, keinen Sinn, zwei zu nehmen. Einmal die Freunde aus Portugal oder die Spanier. Also da könnt ihr auch nochmal euren Kommentar schreiben, was ihr davon haltet, wer da ein Übernahmekandidat ist, nicht nur neben der TAP, sondern auch der Air Europa, an denen die Lufthansa Interesse haben sollte. Deshalb habe ich die Frage wie folgt formuliert, und ich lese sie für euch ab. Welche Fluggesellschaft sollte Carsten S. aus M. sich anschauen? Welche wollt ihr im Lufthansa Group Verbund haben? Also da wäre ich mal gespannt. Ihr könnt natürlich auch sagen, zwischen TAP und Air Europa, was da euer Favorit wäre. Auf jeden Fall können wir natürlich auch andere Delinquenten immer nennen und sagen, was da eure Meinung zu ist. Eine Fluggesellschaft, die Lufthansa ja auch irgendwann mal zugekauft hatte, war die Alitalia, ganz genau. Und zwar warum? Weil, wenn man sich das nämlich anguckt, hat man ja mit der ITA, also anteilig jetzt erstmal, eine Fluggesellschaft gekauft, die sich ja lustigerweise von der Alitalia komplett entfernt hat. Man hat alles umlackiert, man hat zwar die Uniformen teilweise neu zwischendurch benutzt und so weiter und so fort, aber man hat sich von dem Alitalia-Erbe entfernt mit der Prämisse, man möchte die Schuld nicht haben. Also man konnte mit der EU nicht mehr verhandeln und sagen, ja, Alitalia, du fliegst weiter, du kriegst wieder Geld vom Staat und so weiter und so fort. Und da ist es jetzt so, dass man bei der ITA Airways die Alitalia wieder hat. Warum? Weil sie 90 Millionen Euro gezahlt haben im Oktober 2021 wegen der Markenrechtssituation. Also man hat sie aus der Konkursmasse aufgekauft, damit keiner hingeht und sagt, Mario und ich vielleicht, und sagen, hey, unsere 380er-Flotte machen wir unter dem Namen Alitalia aus Rom auf. Und um das zu verhindern. Und jetzt ist es so, dass es bei derselben Pressekonferenz, auf der Carsten S. aus M. sagte, dass er durchaus noch Übernahmepotenzial sieht, sagte der Kollege, der ja der CEO bei der Geschichte ist, dass das war der Herr Eberhard, der sagte, dass es im Prinzip nicht eine Frage ist, ob man die Alitalia wiederbelebt, sondern die Frage, wann. Wird wohl auf der Langstrecke nur so passieren, denn aktuell ist es ja so, dass die Fluggesellschaft Alitalia an einigen strategischen Punkten dem ITA Airways Logo hinzugefügt wird, so nach dem Motto Inspired by Alitalia soll dann da zusätzlich stehen. Und es geht dann noch weiter, und jetzt kommt's, Zitat Jörg Eberhard, ITA Airways Chef:
Die Marke hat einen großen Wert und viel Potenzial. Bevor wir uns überlegen, wie und wann wir die Marke neu starten, wollen wir aber den Break-Even erreichen, um das auf nachhaltige Weise anzugehen. Diese Spekulation ist ja keine neue Spekulation und ich hatte sie ja auch mehrfach hier gesagt und immer mit dem Auge gezwinkert. Es war ja auch wirklich nur eine Frage der Zeit, weil wenn wir ehrlich sind, Itahu, Alitalia ist ein Markenname. Ich finde ja Alitalia auch von der Livery sehr schön, von den Flugzeugen her sehr schön, von der Lackierung und ich habe ja viele Erinnerungen und zwar genau 2 Stück an Alitalia und ich hatte zweimal auf den Flügen mit Alitalia keinen Sitzplatz, was für mich kein Problem war, weil ich so auf den Jumpseat mitfliegen konnte. Also insofern habe ich da positive Erfahrungen mit der Alitalia gehabt und man möchte halt jetzt wirklich gucken, dass man die Alitalia auch nicht jinxt, sondern man möchte da, dass man halt jetzt aus den 2025er Jahr jetzt nicht einfach sagt, hey, wir machen das so und so und so, wir nehmen die Marke, sondern man möchte erstmal solide dastehen, weil im Moment haben wir ja Einmaleffekte und zwar ist es so, dass der Kollege Eberhard ja auch sagte, wir haben eine Idee, wie man mit was man mit einer solchen Marke tun kann. Aber da wird noch etwas Zeit vergehen, vor allem die hohe Reiseaktivität während des Heiligen Jahres 2025 und so weiter ist natürlich dann kein Nachhaltigkeitsding. Und wir haben ja auch gelernt, dass erst in 2 Jahren circa, dem ersten vollen Jahr, wo die Lufthansa da agieren kann, auch alle Synergien gehoben sind, beziehungsweise der größte Teil. Ich bin mal gespannt, was der Herr Eberhard da sich vorstellt und was da bei der Lufthansa im Köcher ist. Und die Spekulation, Überlegungen der Markenstrategen bei Lufthansa, und das sind die Lufthansa-Leute, sind Markenstrategen, das muss man sagen, sich da überlegt haben. Und im Interkontinentalverkehr ist es wohl am wahrscheinlichsten, damit man auch weiß, wer das ist und mit wem das zu tun hat. Wir gehen jetzt zu einer Fluggesellschaft, die auch einen interessanten Werdegang hatte. Das ist die Eurowings. Die Eurowings, die fliegt jetzt wieder nach Tel Aviv. Und die Eurowings fliegt nach Tel Aviv ab Hamburg. Also für den einen oder anderen ist es ja jetzt eine interessante Geschichte, weil man kann von Hamburg aus günstige Runs machen zum Hon Circle mit der Business Class, 200 Punkte, ihr wisst schon. Und kombinieren geht auch. Wir haben etliche Concierge-Kunden, die andere Ziele nutzen in ähnlicher Weise, um da den Hon zu machen. Man braucht natürlich sehr viel Sitzfleisch, aber die Strecke zwischen Hamburg und Tel Aviv, die ja gestern wieder gestartet worden ist für die Reisenden wichtig, die Freunde, Verwandte besuchen möchten. Aber Lufthansa hat halt aus Sicherheitsgründen diese Strecke eingestellt, zu Recht meiner Meinung nach. Und die Airline sagt jetzt, dass man natürlich da Gas gibt. Ich bin mal gespannt. Ich habe auch schon einigen von unseren Kunden Bescheid gesagt, was es gibt. Also insofern schaut nach, wenn ihr meinen haben wollt. Geht natürlich auch für den Senator. Wer sagt, ihr möchtet einen Senator haben, geht natürlich relativ fix mit der Business Class. Und Israel ist natürlich immer eine Reise wert. Also ich persönlich finde es toll in Israel. Da gibt es für mich keine 2 Fragen. Geiles Wetter, geile Leute, geile Geschichte, geile, wie soll man es sagen, Geschichte. Ja doch, also man sieht, wo das Christentum, das Judentum und auch andere Religionen herkommen. Ich persönlich war mehrfach in Israel in meinem Leben, aber ich wollte da immer mal hin, aber irgendwie kam immer irgendetwas dazwischen. Aber da sollte ich jetzt mal wirklich auf die Spaßbremse drücken und sagen, ich gehe nach Israel und möchte dort Spaß haben. Also, Israel, nimmt es auf den Zettel, ich kann es nur empfehlen. Wer ein Hotel in Hamburg empfiehlt oder mich fragt, welches Hotel ich empfehle, werde ich sehr oft antworten, wenn du bei Marriott bist, geh in die Elbphilharmonie, in dieses Westin. Sieht komisch aus, merkst du von innen nicht, hat aber geile Zimmer, geilen Ausblick, geile Lounge. Dirt! Ja, nicht erschrecken, das war kein Fehlton oder irgendwie eine Spastik von mir, sondern Lounge muss ich demnächst biepen, weil das Hotel Westin in Hamburg sich spontan zum 31.01. entschieden hat, die Lounge einzustellen als Feature. Und es gibt da auch eine Korrespondenz und Prestige-Time nennt sich das.
Wir dürfen Ihnen die Prestige Time vorstellen. Und da ist es so, dass man die Westin Club Lounge leider kürzlich schließen musste. Moment. Das war nur ein Kitzel in der Nase, Gott sei Dank kein Schnupfen im Moment oder irgendwas anderes. Aber nichtsdestotrotz ist es so, es gibt eine Prestige Time. Die Prestige Time ist für alle Platin, Titanium und Ambassador Gäste täglich von 20 bis 22 Uhr in der Blick Bar. Also Blick wie der Blick, weil Ausblick. Ne? Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, klingt cool, ne? Aber dann geht's weiter. Genießen Sie 15% Rabatt auf unsere gesamte Karte. Willst du mich verarschen? What the fuck? Also da muss man dann ehrlicherweise sagen, die Lounge, die war okay, sie war schon schön mit der Salatbar und alles und Schörgruber, glaube ich, gehört die Bude ja auch, so wie die in München. Hat natürlich da ausgenutzt, dass man festgestellt hat, hey, die Lounge kostet Knete, vielleicht können wir ein Zimmer draus machen, wobei ich weiß nicht, weil das ist so nach innen rein. Man könnte ein Zimmer halt quasi reinbauen und Geld verdienen und das finde ich dann natürlich merkwürdig, denn 15% für das Lounge-Erlebnis, weil Lounge heißt ja auch tagsüber kostenlos Getränke nehmen und so weiter und sich da hinsetzen, eine Ruhezone zu haben, sich zurückzuziehen, sich vielleicht zu besprechen und auch Meetings abzuhalten mit anderen Leuten, die in dem Hotel sind. Heißt also, dass man da natürlich dann sagen muss, das ist ein Fehler. Auch interessant ist, dass natürlich das Ganze relativ kurzfristig mitgeteilt worden ist, dass man da nicht hingegangen ist und gesagt hat, ja, ab dann und dann keine Lounge mehr, wenn du jetzt buchst. Man hat im Moment aber als interessantes Fix großzügige Upgrades. Ne? Also da muss ich ehrlicherweise sagen, ja, es gehört nicht zur Marke, ja, die Lounge ist gut, aber jetzt auch nicht over the top und alles. Aber nichtsdestotrotz, Lounge ist Lounge. So. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, dass das halt wirklich ein Scherz ist. Also in Deutschland oder weltweit im Brandbook bei Westin ist keine Lounge verpflichtend vorgeschrieben, aber auch in München zum Beispiel die Lounge, die da ist, finde ich äußerst spannend und cool. Und ist auch für mich ein Grund, das Hotel auszusuchen nach einer Lounge, weil man halt doch, wenn man kommt, Getränke haben möchte und so ein bisschen entspannen möchte und vielleicht ein paar Cracker und so weiter. Also insofern finde ich das eine Verschlechterung. Ich meine, gut, man hatte was Interessantes, man hat in Hamburg ja auch keine Clubzimmer gehabt, selbst auf der teuersten teuersten Suite war ja kein Loungezugang, man musste also schon Platinum, Titanium oder Titanium Ambassador sein, um die Lounge zu bekommen. Deshalb für euch die Frage des Tages Nummer 2, also Nummer 2. Wie wichtig ist euch eine Lounge im Hotel? Mir ist die sehr wichtig und ich buche Hotels auch nach Lounge und nach Benefits. Also es ist für euch jetzt die Frage und ihr könnt natürlich gucken, ob das für euch ein Dealbreaker ist oder nicht. Zum Beispiel das Park Hyatt in Hamburg hat ja auch eine Lounge, weil der Eigentümer die unbedingt haben wollte. Deshalb gehe ich hoffentlich davon aus, obwohl die Erbengemeinschaft natürlich da, Erbengemeinschaft Levante Haus, ja auch so eine merkwürdige Geschichte ist, dass die im Konrad vielleicht eine Lounge haben, was ja auch nicht so Brandbook-mäßig wäre für den Hilton. Aber ich hoffe, dass da eines Besseren sich besonnen wird und die Lounge wiederkommt und dann aber auch qualitativ hochwertig. Und dann macht es auch Sinn, da vielleicht für Alkohol zu kassieren, wenn das Geld kostet. Also ich habe da kein Problem mit. Aber grundsätzlich etwas, also die Lounge dann einfach so wegzunehmen und dann als Verbesserung und dann so einen Witz zu geben. Deshalb, ob man es blaue Stunde oder whatever nennt, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, ja, Prestige-Time. Ich kann euch auch Prestige-Time geben. Jede meine Sendung ist Prestige-Time. Ja, bevor ich mich hier weiter echauffiere über die fehlende Lounge, gehen wir nochmal auf den Fast-Track zum Thema IHG, eine Gruppe, von der ich abgeschworen habe. Da gibt es ein Fast-Track-Offer bis zum 20. März 2025. 8 Nächte muss man bis zu dem Datum dann haben. Und da gibt es dann für die Select Members 10 Bonusnächte. Heißt also, dass man dann mit dem Fast Track dort von Platin, wenn man da runtergefallen ist, wieder auf Diamond sich hochschlafen kann.
Und wenn man auf die Webseite geht von IHG, da muss man auch seine Nummer eingeben. Ich muss mal kurz gucken, ob das auch ist. Ich glaube, ich habe IHG@ meine E-Mail-Adresse. Und dann gehen wir mal schauen. Promotion. We are sorry, this offer is not available for you. A list of current offers can be found. Ja, also schade, für mich gilt es nicht. Aber ihr könnt dann rein theoretisch, wenn ihr für diese Promotion vorgesehen seid, ich bin wahrscheinlich jetzt auf Gold runtergefallen, könnt ihr dann dort die Promotion machen. Heißt also, dass man dort dann den Top-Tier bekommen kann. Man muss jetzt natürlich ehrlicherweise sagen, dass es genau wie bei Hyatt, bei IHG eine Status Journey gibt. Und bei dieser Status Journey ist es so, dass man da natürlich die Vorteile dann alle nicht bekommen würde, wenn man den Fast Track macht. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass es sehr schön ist, weil man dann zumindest Frühstück hat. Das ist halt so ein Thema. Wenn ihr eligible seid, schreibt es unten in die Kommentare und ich freue mich von euch dort zu hören. Wir gehen jetzt zum Ende der Sendung und ihr denkt natürlich daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, auf School in die Community zu kommen, den Kanal damit zu unterstützen, da auch einen direkten Zugang zu bekommen zu mir, da werde ich eure Fragen beantworten und wir werden diese Themen dann dort alle auch in Extenso nochmal besprechen. Wichtig an dieser Stelle ist natürlich auch die Frage des Tages zu beantworten. Welche Fluggesellschaften in Europa sollte sich Carsten S. aus Emmen genauer angucken? Und wie wichtig ist euch eine Lounge? Alle Fragen, die ihr beantworten solltet. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart. Bis morgen wieder in Alter und Frische bei Frequent Traveler TV und ich muss gucken, hier ist der Finish-Button. Also ich bin dann raus. Bis morgen. Ciao, ciao.